Hallo meine Freunde, auf vielfachen Wunsch schrauben wir mal heute wieder am C4. Und zwar hat der Große ein Problem. In letzter Zeit ist er etwas inkontinent. Wir haben uns schon mal angeschaut, sieht nach Kühler aus. Also zeigen wir euch heute, wie man den Kühler wechselt. Früher war so eine Reparatur ja ganz einfach. Man hat zwei Schläuche weggemacht, dann lief ein bisschen Wasser aus. Dann hat man zwei Schrauben am Kühler weggemacht, hat ihn in die Hand genommen, den neuen reingesteckt und gut war. Allerdings ist heute ja alles ein bisschen mehr verbaut. Der Kühler sitzt hier eingebaut, er hat auch noch eine Klimaanlage, die möchte man natürlich nicht abmachen, das heißt, die müssen wir nur ein Stück vorsetzen, dann sitzt die Lüftereinheit dahinter, die ganzen Schläuche, hier haben wir noch unten Schrauben, die Stoßstange müssen wir mal wegmachen. Wir beginnen mal mit der unteren Verkleidung, also ab in die Probe. Schon mal der Originalclip kaputt, da hat jemand eine Schraube eingebaut. Hier in der Mitte sind noch die Originalclips drauf, 180 Grad drehen, dann sind die Dinger frei. Den auch. Für diese komischen Plastikdinger, seht ihr, braucht einen ganz großen Schraubenzieher. 90 Grad drehen, erledigt. Nachdem wir die Lenkung verdreht haben, kommen wir auch an die andere Seite dran. So, da hinten ist schon keiner mehr, der ging mal kaputt. Jetzt kann man die Verkleidung hier unten aushebeln. Jetzt geht das Ding einfach nach hinten weg. Ihr seht, da tropft überall das Kühlwasser raus. Der sifft irgendwo massiv. Das schauen wir uns nachher aber an, wenn er außen ist. Aha. Und jetzt hier erstmal dieses Teil ab. Da sind nämlich die Schrauben für den Nebelscheinwerfer drunter. So langsam von hierher beginnen zu knüpfen. Und wir haben das Teil. Müssen wir hier abschließen. Die haben unten einfach so eine Sicherung, wo man hochdrücken muss. Dann ist das gar kein Problem. Hier läuft natürlich das ganze Wasser rein. Sind die Schrauben immer schön rostig. Oben ist die zweite. Bisschen mehr von unten verrutscht. So, jetzt müsste uns der Scheinwerfer entgegenkommen. Und wir haben das Teil. Das gleiche auf der anderen. Okay, Schraube abgedreht. Bist du nicht willig, so probier es mit Gewalt. Die obere ging besser. Die untere ist aber grundsätzlich mehr verrostet. Und wir haben eine Schraube hier. Und dann hier ein bisschen mit dem Kunststoffinstrument rein, dann lassen sich die Dinger abheben. Die Stoßstange ist hier unter den Scheinwerfern verschraubt. Die Schrauben lösen wir mal. Die zweite. So, jetzt seht ihr auch, warum wir die Scheinwerfer rausmachen mussten, weil da unten sitzt eine weitere Schraube vom Stoßfänger. Das war doch schon mal ein Ansatz. So, die Stoßstange haben wir mal weg. Jetzt geht's weiter. Jetzt machen wir uns mal um den Kühler rum frei. Also erstmal dieses Luftblech, dann diesen Luftschlauch. Der Lufteinlass oben hat hier zwei kleine Kreuzschlitzschräubchen. Das war mal die erste. An die zweite kommt man nur saublöd dran. Na, zum Glück ist Kunststoff, man kann es ein bisschen drücken. So, dann wird er nach innen durchgeschoben und annehmen. Die Gummilüge hier oben ziehen wir auch noch ab. Jetzt machen wir es noch über die große Lüfterbatterie hier her. Und zwar beginnt es hier mit den Steckverbindungen. So, hier sind ein paar Kabelbinder. Die müssen wir natürlich erstmal wegmachen. Hier müssen wir die Steckverbindung ziehen und dann haben wir den Lüfter. Leider geht er auf der anderen Seite nicht ganz so einfach. Hier oben ist einmal an dem Massepunkt hier verschraubt. So, hier ist der Lüfter nochmal verschraubt.
Kabelbinderchen noch und jetzt können wir das Kabel hier durch den Träger ausfädeln. Hier ist das Ding nochmal fest und jetzt haben wir endlich das Kabel vom Lüfter frei. Das kann bleiben, weil das hängt am Lüfter selbst. Vom Thermoschalter noch abziehen. Der Lüfter ist hier oben mit ein paar Schrauben fest. Die müssen wir jetzt mal alle der Reihe nach rausmachen. Jetzt kommt uns das Teil auch schon entgegen. So ein bisschen nach hinten und dann kann das ganze Teil nach oben entnommen werden. Jetzt sind wir so weit, dass wir mal das Kühlwasser ablassen können. Da beginnen wir hier oben am Spritzkasten. Da müssen wir hochkupfen und nach vorne abziehen. Zum Ablassen mache ich jetzt einfach den unteren Schlauch weg, muss ja nachher sowieso weg. Und ihr seht, wer einen langen hat, hat klare Vorteile. So, das ist nochmal die Klemme. Machen wir den Ausgleichsbehälter auf, dass möglichst alles ausläuft. Hier oben ist die höchste Entlüftungsleitung vom Auto. Da ich möglichst alles aus dem Kühler haben möchte, gebe ich hier oben noch Druckluft drauf. Den oberen Schlauch können wir jetzt auch problemlos abnehmen. Und aus dem Weg. Da oben geben wir auch noch ein bisschen Druck drauf. Wir kommen jetzt zu den letzten Schrauben des Kühlers und dann schauen wir mal, ob wir das Ding ausbekommen und der Schlussträger bleibt drauf. Jetzt mache ich erstmal den Hydraulikölkühler ab. So, hier hat er noch eine zweite Schraube. Ein bisschen auf die Seite legen. Der bleibt hier angeschlossen. Hängt einmal hier oben an zwei Schrauben. Das haben wir die erste. Die Bügelhalter hier werden dann auch noch stören, wenn wir das langsam vorkommen. Also machen wir die auch noch weg. Auch nach oben abnehmen. Teil mit der Lippe muss jetzt mal weg. Jetzt müssen wir den Kühler da rauskriegen aus der Ecke. Der Kühler sitzt jetzt nur noch auf diesen zwei Stehbolzen. Machen wir die auch noch weg. Da haben wir noch einen Kabelbinder, der kann auch weg natürlich. Da oben ist ein klassischer Einsatz von alten tief gekröpften Ringschlüssel. Frei. Die gleiche Nummer auf der anderen Seite. Und wir haben die zweite. So, den Bolzen kann man auch ganz entnehmen, wenn er stört. Können wir nachher raushauen. Und wir haben den Kühler aus dem Fahrzeug. Vom alten Kühler müssen wir noch ein paar Teile übernehmen. Das ist zum einen mal diese Verblendung, dann dieser Halter hier. Die Blechklammern hier, die Blechmuttern, müssen wir auch übernehmen. Die Halter sind schon drin, allerdings sind die beim neuen nicht gebohrt, müssen wir auch noch machen. Und zusätzlich müssen wir noch den Thermoschalter wechseln. Wir beginnen mal mit dem Thermoschalter. Der hat die lustige Schlüsselweite 29. Die alte Dichtung war eine Kupfer-Runddichtung, die sich zerquetscht hat. Die können wir jetzt auf keinen Fall wieder benutzen, deswegen runter. Dafür machen wir anstelle dessen einfach die Original-VW-Dichtung drauf. So, das sieht schon mal gut aus. Der neue Thermoschalter wird mit 25 Newtonmetern angezogen. Wenn man den jetzt mit dem Drehmomentschlüssel anziehen will, braucht man so eine lange 29er Stecknuss. Ist schwer zu bekommen. Für unsere russischen Freunde, die keinen dynamometrisches Klutsch haben, nehmen einfach das gleiche Anzugsmoment wie für eine Zündkerze. So, das war mal die erste.
sitzt mal die erste. Und das müsst ihr langsam da hochhebeln. Wenn er hier drunter fährt, geht das Ding ab. Jetzt auch diesen Halter ummontieren. Genauso wie es war. Wieder auf den neuen drauf. Und jetzt kann die Blende hier drüber. Aha, das käme schon mal. Und dann müssen wir hier ein bisschen den inneren Ring andrücken und dann kommt das auch. Aha, sitzt. Und dann kommt das Teil hier oben raus. Da wir diese Halter von unten abbohren müssen, ziehen wir sie jetzt hier raus. Die haben da hinten eine kleine Rasten, also sonst kriegt man die ganz gut raus. Jetzt können wir wunderbar von unten abbohren. Für den Durchmesser der Löcher muss ich die alten Blechschrauben messen und das sind 2 6er. Das heißt, wir bohren jetzt ein 2 6er Loch in die Kunststoffhalter und dann ist gut. Die stecken wir jetzt wieder schön auf. Auch fest. Ein bisschen Spiel haben sie, dann kommt es da nicht drauf an. In the American manual you would read now, assembly follows the disassembly in reverse order. Aber ich bin ja nicht solch. Wir zeigen euch auch, wie alles wieder zusammengeschraubt wird. Den Kühler wieder vorsichtig einpeigen. Da unten der eine Bolzen steht ja noch. Da komme ich nicht vorbei. Moment, nicht darum. Da drauf und so halbwegs kommen wir jetzt schon in die Richtung. Die lange Seite kommt nach oben rein. Das Blech hat hier eine Nase. Und die muss in den Schlitz und von oben kommt nur die dicke Mutter drauf. Mal ein Schräubchen oben. Da hatten wir den Halter hier abgezogen. Ja, das kommt soweit gut. Da das Schräubchen drauf. So, jetzt fehlt noch eine Mutter und dann haben wir den Kühler schon mal in der Richtung. Wenn der Kühler mal so in der Position sitzt und spannungsfrei ist, also das hat hier alles Spiel und Luft, dann ziehen wir jetzt reihum alle Schrauben fest. Unten hatten wir natürlich auch auf, das dürfen wir nicht vergessen. Die oberen Schrauben bekommen 10 Newtonmeter. Das könnt ihr euch immer gut merken. Die mit dem 10er Kopf bekommen 10 Newtonmeter. Die mit dem 13er Knopf bekommen 20 Newtonmeter. Als nächstes kommt der Kühler von der Klimaanlage dran. Mal vorsichtig an einer Stelle einsetzen. Dann müssen wir da ein bisschen nach rechts da hinten. Wenn der mal so halbwegs in Position ist, hier lassen wir noch die Freiheit, müssen wir uns um die unteren Schrauben kümmern. Machen wir mal das Schräubchen von dem Hydraulikölkühler auch gleich rein. So ungefähr kommen wir da mal so halbwegs in die Richtung. Die Schrauben haben schon ein bisschen gelitten. Also ziehe ich sie mal kurz durch ein 4er Schneideisen, dann werden die Gewinde wieder frei. Seht ihr, jetzt ist der ganze Dreck aus dem Gewinde und die Schraube ist wie neu. Und ein bisschen Öl drüber, dann rosten sie nicht so. Die Leiste wird hier wieder aufgedrückt. Kühlern waren ja nur 4er Schrauben in Blechmuttern. Und dann ist die Lippe auch wieder fest. Wenn das alles fest ist, können wir natürlich auch oben zumachen. Gleiche Nummer wie unten, aufpassen, das sind nur 4er Schräubchen. Das ist nichts für Grobmotoriker. Jetzt können wir auch den Kühler für die Servoflüssigkeit wieder anziehen. Die Halter für diese Scheinwerferblenden müsst ihr so einsetzen, dass sie nach oben zeigen. Nicht mit der anderen Seite verwechseln, die würde ja dann nach unten zeigen. Ansetzen, die Schraube durch. Den Schlauch für die Klima fixieren wir auch noch mit dem Kabelbinder. Die Gummilippe von oben reiben wir mal tüchtig mit Vaseline ein, dann flutscht es auch viel besser drauf. Eine Neigung.
Die muss natürlich genau wieder in den Radius passen. Sonst verliert er immer bei 220. Die Lüfter werden wieder von oben kommend eingeführt. Vorsichtig da durch, schaut, dass er nirgends hängen bleibt mit dem ganzen Zeug. Und dann kommen die unten in die Klammern. So, oben mal eine rein. Und die drin haben wir meine schon gewonnen. Auch wieder nur leidlich anziehen, das sind nur wieder solche Blechklammern, in denen das Ganze hält. Also übertreibt es nicht mit dem Anziehen. Schiebt da wieder gut drauf. So können wir ihn ungefähr festmachen. Glücklich, wer so einen Ratschenringschlüssel hat. Den unteren Wasserschlauch können wir wieder aufdrücken, indem seine Klemme ging so. Da kommen wir wieder mit der langen bei. Die eine Steckverbindung ist ja kein Problem. Dann binden wir die Sache hier auch gleich wieder fest. Das Kabel des anderen Lüfters müssen wir ja einzeln anschließen, das heißt wir müssen erstmal das lange hier durch den Träger fummeln. Machen wir dann nachher unten weiter und das kurze kommt hier unter den Massepunkt. Erstmal die Schraube vom Massenpunkt wieder weg. Und jetzt dürft ihr auf keinen Fall ein Kabel vergessen, sonst kostet es leicht ein Steuergerät. Jetzt machen wir noch die Leitung drauf, wenn die Stoßstange nicht drauf ist, geht es ja auch von hier. So, die Leitung kommt hier unter das letzte Terminal. Da unten machen wir auch wieder ein hübsches Kabelbinderchen drum. Vom Thermoschalter müsst ihr aufpassen, der sitzt jetzt anders wie früher. Hier ist die Nase, hier ist die Nase. Und es kommt ja gerade drauf an, wie das Gewinde sitzt. In dem Ding einen schönen Kondom drüber, dass der auch immer schön dicht bleibt. Hier war er auch noch drüber, da muss er nur so drüber gesteckt werden. Und der ist wieder fest. Jetzt geht es hier oben weiter mit der Luftführung. Der Kanal muss einmal hier oben durch und zum anderen muss er unten auf den Fuß. Der Kanal wird oben mit den Schräubchen verschraubt, die wir gerade gebohrt haben. In den Löchern verschraubt, die wir gerade gebohrt haben. Bevor wir jetzt die Stoßstange aufsetzen, machen wir hier auf diese Haken dick Vaseline drauf, dass das Ding nachher besser drauf lutscht. Die Seiten fetten wir natürlich gründlich ab. Bei der Stoßstangenmontage arbeitet ihr am besten zu zweit. Auf beiden Seiten wird das Ding so ungefähr mal angesetzt. Hauptsache, ihr seid mal da an einer Schraube dran und dann macht ihr die Schraube da rein. Gut. Die Schraube unten passt auch schon. Das sieht mal gut aus. So falsch sitzt die Stoßstange mal nicht. Mal alle handfest angezogen. Die unten natürlich auch. So, im Auto geht sowas besser rein wie raus. Und das war schon. Könnt ihr euch noch erinnern, was das für ein Theater war, die Dinger rauszuholen? In der Montage sind die clever bei Audi, aber an Schrauben denken sie halt nicht. Die Schräubchen an der Stoßstange bekommen noch 23 Newtonmeter. Die untere. Die hier. 23. Und die letzte. So, die Blende setzt er hier im Eck ganz nach hinten ein. Drückt sie hier vor. Dann noch ein bisschen in die Ecke geschoben. Das war schon das Kreuzschlitzschräubchen rein. Und dann haben wir die Blende drauf. Scheinwerfer, müsst ihr die Sicherungsklammer drücken, dann kommen die Stecker drauf, dann werden sie hier hinten eingehakt, kommen hier so rum und da sitzen die zwei Kreuzschlitzschräubchen. Die gleiche Nummer auf der anderen Seite, hier hinten einsetzen, hier hin und für die Schraube, die ich vorhin ausgemeißelt habe, habe ich mir natürlich eine neue gegriffen. Das
muss das Teil unten unter dem Nummernschild. Und dann muss es von der Seite her reingehen, die Teile ja immer. Und das Läppchen für den Abschlepphaken kommt auch noch rein. Die Verkleidung und die Abdeckung vom Wasserkasten haben wir jetzt alles wieder zusammen. Jetzt befüllen wir mal das Kühlsystem. Da werden jetzt einige Liter reinlaufen. Das ist schon vorgemischte Flüssigkeit. Die hat also schon den richtigen Frostschutz. Die ersten Liter verschwinden noch relativ problemlos. Nachher geht es aber langsamer, weil sich das Zeug erst nach unten schaffen muss. Unterstützen, indem er hier an den Schläuchen knetet. Seht ihr, wie es da hinten abnimmt? Er füllt so lange nach, bis da oben keine Luft mehr kommt, sondern die reine Flüssigkeit. Dann wird das Ventil da oben zugemacht. Dann setzt ihr die Verkleidung schön mittig an. Nach hinten schieben. Kommt sie hier in die Clips. Machen wir noch die Verkleidung drauf und dann sind wir auch schon fertig. Beim Einsetzen des Unterbodenschutzes müsst ihr darauf achten, dass der hier zwischen die Klemmen und den Kunststoff hier einrastet. Und zwar an allen, nicht dass er so eine Lasche nach unten biegt. Ansetzen, aha. So sieht es schon mal ganz gut aus. An den Enden runterarbeiten. Und jetzt ist es schon drin. So, die sind alle mal drin. Dann müssen wir das Rad noch überdrehen, dann können wir sie verdrehen. Hier sind wir schon vor Ort. 90 Grad drehen, das Ding passt. Gut. Die mal in Position. Jetzt eine hübsche Probefahrt. Da wird noch mal ein bisschen Flüssigkeit verschwinden. Da müssen wir noch mal nachfüllen. Und dann ist wieder alles in Ordnung. Also, tschüss, bis zum nächsten Film.